ist jetzt deine Strafe. Frühstück machen mit einer Hand. Jeden Mittwoch im Sommer haben die hier extra den Markt offen und den schauen wir uns heute mal an. Twilight Market fängt um 5 Uhr abends erst an und geht bis 10 Uhr nachts. Ja, und damit wir nicht die ganze Zeit rumsitzen, machen wir heute einen Tagesausflug in den Point Nepean vielleicht, ja. Nationalpark. Die korrekte Aussprache finden wir hoffentlich noch raus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stecken ja jetzt in Melbourne ein bisschen fest und wir haben uns jetzt auch noch dazu durchgerungen, die Parkgebühren zu bezahlen und sind jetzt zu den Queen Victoria Markets. Und jeden Mittwoch im Sommer haben die hier extra den Markt offen und den schauen wir uns heute mal an. Twilight Market fängt um 5 Uhr abends erst an und geht bis 10 Uhr nachts. Ja, schauen wir mal. $15 leichter fürs Parken. Ja. Schauen wir mal, ob es das wert ist. Wir mochten den Charme, den Charakter und das Flair dieser Märkte. Leider wird die Geschichte des Ortes erstickt in den zu hoch und modernen Bauten gleich nebenan. Wenn ich da wohnen würde, wäre ich wahrscheinlich jeden Mittwoch hier. Du musst hier nicht das teuerste aussuchen, aber du musst dann wenigstens nicht fürs Parken bezahlen. Wenn du dir dann noch was vom Preis her gut ausguckst, dann kannst du das schon mal einmal die Woche machen. Wir als Berliner und nach 18 Jahren Leben in Brisbane sind so einiges gewöhnt. Aber wir beide wären nicht warm mit dem City Center von Melbourne. Parken ist unmöglich, kompliziert oder überteuert. Die Straßen sind eng und ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und um sich durch den Verkehr zu wühlen, braucht man ein Diplom oder Unmengen Zeit. So fahren wir weiter in einen anderen Stadtteil nach St. Kilda. Wir sind jetzt am Pier. Ist das ein Pier eigentlich? Ich glaube ja. Und hier sollen am Sonnenuntergang oder zum Sonnenuntergang sollen hier die Pinguine erscheinen. Und da wollen wir mal gucken, ob wir die entdecken. Ja, mal gucken, ob wir Glück haben. Ist zwar noch nicht ganz Sonnenuntergang, aber durch die fette Wolke ist es ein bisschen dunkel. Und wir wissen natürlich nicht, ob sie überhaupt kommen. Und wenn ja, sie kommen, wann sie kommen. Keine Ahnung. Da steht es dick und fett dran geschrieben, damit es auch jeder versteht. Offensichtlich nicht so. Wir haben jetzt ein paar von den Küken gesehen und die Eltern werden wahrscheinlich erst später dann kommen, wenn die Sonne weiter untergeht. Aber die ganze Situation ist ein bisschen unreal, möchte ich mal sagen, weil wenn du mal mitkommst, da ist Melbourne, der Yachthafen hier und da sind die Pinguine. Ja, stand doch dran, dass sie erstaunlicherweise hier bleiben. Die nisten sich wohl hier zwischen den Felsen ein.
weil sie da geschützt sind. Und trotzdem eigentlich hier relativ viel Bewegung ist durch den Yachthafen, fühlen die sich hier richtig wohl. Es war so eine bestimmte Sorte von Ratte, Die sind auch relativ selten. aber die fühlen sich auch zwischen den Steinen wohl und sicher. So, dann schwimmen sie halt hier so rum. Wie wir erfahren haben, erscheinen die Pinguine eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Um Zeit totzuschlagen, machen wir einen Spaziergang am Strand von St. Kilda und stoßen auf einige interessante Skulpturen. Wie es aussieht, scheint da öfter mal jemand dran rumzurucken. Ist ziemlich blank. Mehr oder weniger an Gedenken an die letzten 2 noch lebenden nördlichen weißen Nashörner, die es noch gibt auf der ganzen Welt. Also da scheint es nur noch 2 zu geben von. Und das ist zu Ehren von den beiden, haben sie das Ding hier hingestellt. Da sind sie. Da ist ein Bild. Siehst du? Es waren mal 40.000 und jetzt sind nur noch 2 übrig. Und das sind die 2. Und wir finden Jupiter vom Solarsystem von vor 2 Wochen. Mars jedoch ist kilometerweit weg und man kann den Standort weder sehen noch erahnen. Wieder zurück zu den Pinguinen stellen wir fest, wir brauchen Tickets. Die sind zwar kostenlos, aber bis Mitte März ausgebucht. So bleibt uns nur übrig, unseren Twilight-Ausflug mit einem schönen Sonnenuntergang zu beenden. Ja, und damit wir nicht die ganze Zeit rumsitzen, machen wir heute einen Tagesausflug in den Point Nepean vielleicht, Ja, Nationalpark. Die korrekte Aussprache finden wir hoffentlich noch raus. Und dieser Punkt hier ist im Grunde genommen das Ende von so einer Halbinsel, die unterhalb von Melbourne liegt. Und man hat hier ein Fort drauf gebaut, um die Stadt im Prinzip zu verteidigen. Tja, die mördermäßige Kanone haben wir ja schon gesehen. Buildings gibt es hier jede Menge, Häuser. Mal gucken, was das Ding auf sich hat. Die schauen wir uns nochmal an. Und wir haben auf dem Weg hierher unseren ersten wilden Echidna gesehen. Ja. Putzig sind sie auch. Ja, und der läuft ganz gemütlich auf der Straße rum. Genau. Okay, jetzt gucken wir erstmal im Informationscenter und dann schauen wir weiter. Also die Informationsstelle hier war irgendwie ein bisschen Schuss in den Ofen. Das war ziemlich enttäuschend, ja. Ja, und wir sind, wie gesagt, jetzt an der sogenannten Quarantänestation. Und ich denke mal, hier haben sie die Leute erst in Quarantäne geschickt, bevor sie die dann nach Melbourne weitergeschickt haben. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Ein Grabstein für alle.
Alle die während der Quarantäne gestorben sind oder die jetzt nicht noch gestorben sind. Die Quarantänestation wurde 1852 errichtet, um Melbourne für hochinfektiöse Krankheiten zu schützen. Und da war ein Schiff, die Ticonderoga oder so ähnlich, die im November hier angekommen ist, und die ist in Liverpool gestartet im August. Und in der Zeit hatten sie fast 100 Tote auf dem Schiff und 400 Passagiere, die schwer krank waren mit Fieber, Durchfall. Und 70 weitere Tote waren dann hier in der Quarantänestation im Grunde genommen. Das heißt, von den 400 sind dann nochmal 70 gestorben, wie sie hier in Quarantäne waren. Genau. Unter dem Augenlicht macht so eine Quarantänestation schon mal ein bisschen Sinn. Ja, ich meine, die ersten sind 180 Jahre, vor 180 Jahren ist die im Prinzip hier. Und die Leute sind halt alle mit dem Schiff hergekommen, sind monatelang auf See gewesen und sind dann endlich hier angekommen. Und mussten dann erstmal in Quarantäne, weil auf dem Schiff halt eine Krankheit ausbricht. Ja, aber andersrum musst du sagen, vielleicht besser 1 oder 2 Monate in Quarantäne als tot umfallen. Und über 50 Gebäude umfasst die ganze Quarantänestation hier. Okay, die Quarantänestation ist jetzt vorbei und wir warten jetzt auf den Transferbus zu dem Port. Also wir sind jetzt am Point Nepean. Nepean, ja. Wir haben uns jetzt also die korrekte Pronunciation ist Nepean. Ja, der Shuttlebus war richtig interessant. Der hat auch angehalten für Echidnas und für Wallabies und hat ein paar Informationen durchgegeben. War wirklich gut gewesen, der Fahrer. Jedenfalls sind wir jetzt hier am Point Nepean und das ist die Südsee, die südliche See. Ja, da sind wir auf dem Meer. Ja. Und dann geht's hier rein. Da geht's rein und ab hier fängt dann praktisch die Bucht an. Bucht, an der Melbourne liegt. Jetzt hier ab Zipfel. Hier ist die südliche See und hier sind dann die Schiffereien und hier ist Port Phillip und da oben sitzt Melbourne. Also strategisch gesehen der beste Punkt zur Verteidigung. Weltkrieg Nummer 1. Also wir haben es gerade gefunden hier. Der erste Schuss, der losgegangen wurde im Ersten Weltkrieg, war von hier. Ja, von der Kanone, die da drin war. Und die konnten bis zu 12,5 Kilometer weit schießen. Aber jetzt ist die Frage, warum hier in Australien? Was war hier im Ersten Weltkrieg? Zeit für Recherchieren denn. Sieht so aus, als wenn sie hier direkt so eine Schneise reingebuddelt haben, als wenn sie hier dann mit Schiffe rangekommen sind. Ne? Vielleicht. Und wie so ein kleiner Hafen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie ja hier ihre Munition hergekriegt. Die haben auch gesagt, dass hier dieser Teil einer mit der gefährlichsten Passagen ist in der südlichen See hier. Und
einige Schiffe sogar gesunken sind. Also war bestimmt nicht leicht, hier Munition ranzukriegen. Das ist jetzt Fort Pierce. Und so hat die Kanone mal ausgesehen, wie sie funktioniert hat. Ja, jetzt sind wir in Fort Pierce, ja. Fort Pierce ist der ideale Punkt für die den Ozean zugewandte Seite für die Verteidigung. Während Fort Nepean ist für beide Seiten. Kriege ich jetzt was zu essen? Okay. Bitte? Okay. Mein Richter ist leer. Ich wünsche mir den Peter hier. Ja, also der Tag hat ja ziemlich grau angefangen, oder? Ja. Aber jetzt hat es aufgeklärt und Ja, war irgendwie komisch, wie wir losgefahren sind auf dem Campingplatz. War Sonne, da war alles blau. Je weiter wir gefahren sind, desto dunkler ist es geworden, desto mehr Regen ist gekommen und jetzt auf einmal. Okay. Und wie wir denn hier angekommen sind, hat es aufgehört zu regnen und jetzt ja, wunderschönes Wetter. Ja. ich fand den Ausflug richtig gelungen. Ich hatte zuerst meine Zweifel gehabt, aber man hat halt gesehen, wie wichtig halt dieses ganze Gebiet hier für das neuere Australien ist. Angefangen mit der Quarantänestation für die Einwanderer und nachher auch die militärische Bedeutung, die denn hier ist. Und wir haben übrigens ein Schild noch gefunden gehabt, wo dann dran steht, warum der erste Schuss hier gefallen ist in Australien. Das war zu der Zeit, als Großbritannien Deutschland den Krieg erklärt hat. Und zu dem Zeitpunkt hat ein deutsches Kriegsschiff hier in Melbourne im Hafen gelegen und das haben sie einfach platt gemacht. Ja. Haben sich gedacht, bevor die Deutschen jetzt wieder nach Deutschland zurückfahren und mit dem Schiff die Engländer bekämpfen, haben sie einfach gedacht, na, der steht jetzt hier schon in der Bucht, zerbomben wir ihn mal. Und das haben sie getan. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie dann auch die beiden Forts, wo wir waren, aufgegeben. Also man kann sich alles angucken. Es ist noch alles weitestgehend erhalten. Und alles kostenlos. Das Einzige, was du bezahlen musst, wenn du möchtest, ist zwischen den Stationen ein Transferbus, der immer hin und her fährt. Den muss man bezahlen, wenn man aber läuft oder am Fahrrad hat oder sonst irgendwas machen will. Man kann alles kostenlos sehen. Wir stehen jetzt hier auf dem Hauptparkplatz. Wenn man von hier aus zu dem Port mit Nepean läuft, dann sind es 4,7 Kilometer. Es gibt noch einen weiteren Parkplatz, der nennt sich dann an diesem Gunners Cottage. Oder Gunners Cottage. Da kann man auch noch parken, dann sind es nur noch 3 Kilometer. Aber von dort aus geht es dann entweder nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Shuttlebus. Der Transferbus ist eine einmalige Gebühr und da kann man dann den ganzen Tag rein und raus von dem Bus von einer Station zur anderen fahren. Man so oft wie man will. So viel man will. Also ist den ganzen Tag gültig, die Fahrkarte. Wir haben nicht alles gemacht. Wir haben das Eagles Nest nicht gemacht. Da war noch ein Observatorium war noch da gewesen. Da sind noch einige andere Sachen. Ein Friedhof war noch da gewesen. Ja, ich denke mal, damit ist unser Tag hier vorbei. Jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ja, zurück zum Karawan und dann schauen wir mal weiter. Der meckert ganz schön rum da. Ja. Vielleicht erwartet er jetzt, dass wir irgendwas zu fressen hinschmeißen. Da wir jetzt ja nicht viel unternehmen können, probieren wir heute mal was anderes. Nach wie vielen Monaten sind wir jetzt unterwegs? 7 Monaten. Wir haben zwar schon Brot gebacken, aber wir haben noch keinen Kuchen gebacken und das versuchen wir heute mal. Und mit Heikes halbem Arm? Ja, da ich nicht alleine backen kann und rühren kann und alles, wird dann die Kochsektion mit Peter gemacht. Kochen mit Heike und Peter. ...125 Gramm Zucker und 125 Gramm Zucker. 100 Gramm Zucker ist ein halbes Cup. Und 125 wären dann... Was hast du gesagt? Einen halben Cup, ne? Oder? Ja. Das ist ein halbes Cup. Ja. Und Zucker braucht man nicht so viel reinmachen. Und das schlagen wir jetzt erstmal. Böser Zucker. Du hast gesagt, wir schlagen das jetzt. Natürlich andersrum.
Prise Salz, 3 Eier. Was habe ich? Wir brauchen 175. Also müssen wir mindestens einen ganzen Cup nehmen. Wir sind nicht kleinlich. Ungefähr. Ja. Ja. Ich glaube, das sieht nach einem Kuchenteig aus, oder? Kleine Kleckse so. Ja, da. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Kakao da reinmachen. Normalerweise nimmt man Kakao dazu, aber den haben wir nicht. Den haben wir nicht, nee. Pi mal Schnauze. Ich will nur so ein Nougat-Braun. Das heißt, wir machen jetzt einen Nougat-Marmorkuchen. So ungefähr. Gehen wir mal durch. Mach mal hier auf die linke Seite. Ja. Airfryer. Wie lange, wie heiß? 160 Grad, 30 Minuten. 160 Grad, 30 Minuten. Das kriegen wir hin. Passt genau rein. Die Kuchenform ist extra dafür gemacht. Nee. Du hast den Behindertenbonus. Du darfst den Löffel ablecken. Vielleicht ein bisschen viel Zucker. Hm? Findest du? Auskühlen lassen und dann kann man rausnehmen aus der Form. Tada! Gut sieht er ja aus, oder? Da möchte jemand den Kuchen probieren jetzt. Ich traue mich nicht. Auf geht's. Ich traue mich nicht. Warum nicht? Der ist bestimmt geworden. Los, auf geht's. Das erste Mal, dass wir einen Kuchen in der Dingens gebacken haben. Ja. Und es fehlt die Schokolade oben drauf. Und die Schlagsahne. Zum Marmorkuchen gibt es keine Schlagsahne. Ja, schmeckt nicht schlecht. Und? Was sagst du? Aber ich denke mal, dafür, dass wir den so schon ein bisschen Pi mal Schnauze mit den Zutaten abwiegen gemacht haben, ist er eigentlich ganz gut, oder? Ja, vor allen Dingen, der ist weniger süß, als ich gedacht habe. Mir ist der meiste Kuchen ist mir immer zu süß. Operation Kuchen gelungen. Operation gelungen, Patient tot. Ja. Die erste Woche nach der Operation ist jetzt vorbei und es geht schon wesentlich besser mit dem Arm. Aber es wird jeden Tag besser. Ja, wir genießen jetzt noch unseren letzten Kuchen und damit verabschieden wir uns dann auch für diese Woche und mal gucken, was wir nächste Woche so alles machen. Okay. Ich meine, von den meisten von den Kuchen haben wir uns schon gestern verabschiedet. Irgendwie hat er nicht so lange gehalten, wie wir gedacht haben. Ja. Gut. Dann bis dann. Tschüss. Hey.